Hallo liebe Zuschauer, auch im Paradies regnet es. Ja, ich bin wieder mit dem Sam unterwegs. Heute regnet es, auch im Paradies muss es mal regnen, damit es immer wieder grün ist, wenn ihr in Urlaub hier hinkommt. Ist aber natürlich nichts Schönes, wenn man Hilfspakete ausgibt. Speziell, wir hatten heute also vor, in die Berge hochzufahren. Da sind einige Camps, die haben das also wirklich nötig. Nur die Wege sind so schlecht, da ist so, ja, mit dem Vorwildreif, wie man gesagt wurde, auch nicht da hochkommen. Wir müssen das leider auf morgen verschieben. Aber wir wollen jetzt hier nur Einzelbesuche machen von armen Leuten. Ja, wir sind hier bei einer Hilfsbedürftigen. Wie ich gerade gehört habe, da ist die Hütte weggeflogen, also das Dach. Wir hatten ja ziemlich stürmisches Wetter die letzten 2, 3 Wochen. Und wir sind hier jetzt im Talengam-Bereich. Und der Bürgermeister, der ist ja berüchtigt für seine Hilfsbereitschaft und für seine Durchsetzungsfähigkeit. Und das ist unglaublich. Der hat also innerhalb von Tagen hat er das weggeflogene Dach instand setzen lassen. Hier ist eine 90-Jährige, die alleine lebt. Die hatte kein Klo auf gut Deutsch, hat er praktisch eine Toilette angebaut mit Dach, dann hat er hier eine kleine Wasserpumpe hin, dass er fließendes Wasser hat. Und da ist er jetzt, der Bürgermeister, den stellen wir euch gleich vor. Der ist für mich ein Politiker, wie es sie heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja. So was nennt man Selbstlos. Selbstlosigkeit. Ich übersetze das ist eine alleinstehende 90-jährige Frau, die keine Familie mehr hat. Die haust hier in einem kleinen Verschlag. Und er weiß das und hat jetzt, nachdem der Sturm ihr Dach weggetragen hat, hat er das Dach instand setzen lassen, hat er gemerkt, dass die keine Toilette hatten, hat er hier eine Toilette angebaut, hat einen Brunnen bohren lassen, hat eine kleine Pumpe gekauft und die Frau hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen hat ein repariertes Dach, hat eine Toilette und hat einen kleinen Brunnen mit einer Pumpe, der Wasser fördert. Das ist er. So ist er. Ich kenne den seit Jahren. Der ist einfach ein Traum, der Mann. แกใช้ส่วนตัวแกไม่มีคนไม่มีลูกอยู่คนเดียว ครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ วันนี้เราก็มาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับ ที่ตำบลตะลิงงามครับหมู่ 4 นะครับ เป็นการนำของผู้ใหญ่ชู Also er hat uns jetzt nochmal erklärt, der Num, was der älteren Dame passiert ist, eben nach diesem Sturm, nach diesem Unglück. Und dass dann eben der Bürgermeister von Talengam hier die Gemeinde, die Inselverwaltung, hat den Feuer unter dem Hintern gemacht, wie es so schön heißt, und hat dann auch schnell ein paar Mittel freigemacht. Und dann haben die innerhalb von wenigen Tagen die Mängel beseitigt und der Frau wieder ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. So schnell kann es gehen. มาช่วยดูแลตรงนี้ รวมถึงการจัดทำห้องน้ำให้กับผู้ป่วยติดเตียงท่านนี้นะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรามีถุงยังชีพมามอบให้ด้วยนะครับ ครับ เชิญคุณแซมมอบครับ Ja, ich habe gerade nachfragen lassen, ob ich mal rein darf in ein Haus, damit ihr mal so die Wohnverhältnisse seht. แกแข็งแรงอยู่เลย90กำลังเดินบางคน50 Oh, Anni, die war, Anni. Sie ist ganz stolz darauf, hat sie uns gerade gezeigt, dass sie eine Gehhilfe bekommen hat. Stock haben wir hier ja spendiert. งอๆก็แกก็มี Careful your head yeah behind be careful your head Ja, relativ einfache Holzhütte. Kap und Kap. Ja. Und hier schläft sie. Klar, da oben ist das Dach weggeflogen. Und dann ist es natürlich nicht mehr berauschend hier. Und wie man hier immer in Thailand sieht, in den Häusern, sind dann Bilder von den Verwandten bzw. von dem Ehegatten, der wahrscheinlich verstorben ist. Und das war es dann schon auch. Also ich muss sagen, den Bürgermeister finde ich auch klasse, dass er sich um die Bürger in seinem Bezirk kümmert. So, auch sie bekommt jetzt ein Essenpaket mit dem Nötigsten, was man so braucht für die nächste Zeit. Ja, das Tagesziel haben wir leider nicht erreicht. Wir wollten eigentlich hoch in die Berge, aber es hat heute geregnet und es ist sehr schlammig, wie wir gehört haben. Und auch mit Allradantrieb ist es nicht möglich. Zu gefährlich, wir wollen keinen Unfall riskieren. Ja. Unsere Leute sind ortskundig, haben gesagt, komm,
wir ein Problem, habe ich gesagt, verschiebt, morgen Ja, wird es vor allen trocken, Dingen, fahren wir ja. einen Tag später. So Ja. flexibel muss sein. Ja. Also hier machen wir jetzt erstmal Stopp und dann geht der Film für uns morgen weiter und für euch auch. Und ihr seid dabei. Wir machen jetzt noch ein paar Einzelaktionen, die bauen wir immer zwischen rein, so Einzelfälle wie Sie jetzt. Und haben wir natürlich am schnellsten Erfolg. Und nebenbei machen wir dann wieder unsere Großverteilung und da seid ihr dann morgen dabei. Okay, wir sehen uns.